Es war eine Hinrichtung eines ganzen Planeten. Und noch beängstigender ist, dieses Muster gehört vielleicht nicht nur der Vergangenheit an. Vor etwa 66 Millionen Jahren raste ein Asteroid auf die Erde zu und leitete das Massenaussterben ein, das das Zeitalter der flugunfähigen Dinosaurier beendete. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass nicht jeder Dinosaurier an genau diesem Tag starb? Klingt interessant und zugleich völlig absurd. Denn in Wirklichkeit starben sehr viele Lebewesen beinahe sofort durch Druckwellen, extreme Hitze, Erdbeben und gewaltige Tsunamis. Doch für die meisten Dinosaurier, die weit vom Einschlagsort entfernt lebten, kam das alles so plötzlich, dass sie vermutlich nicht einmal begriffen, was überhaupt geschah. Was sie am Ende wirklich tötete, war nicht nur der erste Einschlag. Es waren die Jahre, vielleicht sogar Generationen des ökologischen Zusammenbruchs, die danach folgten. Aktuelle Modelle deuten darauf hin, dass der Einschlag von Chicxulub einen sogenannten Impact Winter auslöste, einen globalen Einschlagswinter, der den Lebensraum der Dinosaurier auf breiter Front zerstörte. Die Sonne wurde schwächer. Die Photosynthese kam fast zum Erliegen. Pflanzen starben massenhaft ab. Die Pflanzenfresser verhungerten zuerst, und dann verschwanden auch die Jäger, nachdem sie Aas gefressen und sich gegenseitig zerfleischt hatten. Generation für Generation gingen sie zugrunde, in einer Welt, die dunkler, kälter und ärmer an Leben war als je zuvor. Das war nicht einfach nur ein Aussterben. Es war eine lang anhaltende ökologische Säuberung. Und das Beängstigende daran ist, so ein Kollaps muss nicht an einem einzigen Tag geschehen. Er kann mit einem Schock beginnen und sich dann in eine langsame, aber unumkehrbare Kette des Verfalls verwandeln. Gehen wir also 66 Millionen Jahre zurück. Es könnte ein ganz gewöhnlicher Nachmittag am Ende der Kreidezeit gewesen sein. Die Dinosaurier jagten, sie fraßen. Sie lebten, als gäbe es ganz sicher einen Morgen. Und ja, das Morgen kam. Aber auf eine Art, die direkt aus der Hölle wirkte. Wie groß war dieses Objekt? Schätzungen gehen davon aus, dass der Asteroid einen Durchmesser von etwa 10 Kilometern hatte. Groß genug, um den Chicxulub-Krater mit rund 180 Kilometern Durchmesser auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko zu hinterlassen. Wie schnell war er? Er raste mit einer Geschwindigkeit auf die Erde zu, die auf planetarer Ebene kaum vorstellbar ist. Doch das eigentlich Entscheidende war nicht nur die Geschwindigkeit, sondern die Energie des Einschlags. Die US-amerikanische National Science Foundation beschreibt die Energie dieses Einschlags mit etwa 100 Teratonnen TNT. Das entspricht ungefähr 4,5 Milliarden Hiroshima-Bomben. Kurz gesagt, das war nicht einfach nur eine große Explosion. Das war eine Katastrophe, die die Geschichte des Lebens auf der Erde neu schrieb. Der ganze Planet bebte. In der Nähe des Einschlagsorts wurde fast alles sofort verbrannt, zerquetscht oder fortgeschleudert. Auf dem Meer löste der Einschlag einen gigantischen Tsunami aus. Modelle aus dem Jahr 2022 zeigen, dass die Wellenhöhe im Golf von Mexiko in der frühen Phase nach dem Einschlag über 300 Meter betragen haben könnte. Aber das Schlimmste war vielleicht nicht einmal der Krater, sondern das, was danach in den Himmel geschleudert wurde. Unvorstellbare Mengen an Gestein und Staub wurden in die Atmosphäre geschossen, teilweise sogar darüber hinaus, und fielen später wieder zurück. Beim Wiedereintritt erhitzte sich dieses Material so stark, dass es weltweit zu einer kurzen, aber verheerenden Hitzewelle kam. Für kurze Zeit wurde die Oberfläche der Erde zu einem riesigen Ofen. Der Himmel war kein Himmel mehr. Er wurde zu einer glühenden Kuppel aus Feuer. Viele Lebewesen, die sich im Freien befanden, könnten an der Hitze gestorben sein, noch bevor der Hunger sie überhaupt erreichte. Aber falls du glaubst, wer die erste Welle überlebte, hätte gewonnen. Nein, das war erst Runde 1. Denn nach dem Feuer kam die Dunkelheit. Eine Studie aus dem Jahr 2023 legt nahe,
dass der Einschlag enorme Mengen feinsten Silikatstaubs in die Stratosphäre schleuderte, mit Partikelgrößen von etwa 0,8 bis 8 Mikrometern. Genau dieser feine Staub könnte eine Schlüsselrolle dabei gespielt haben, das Sonnenlicht abzuschirmen und den Einschlagswinter über Jahre aufrechtzuerhalten. Diese Partikel waren so klein, dass sie sehr lange in der Atmosphäre schweben konnten. Sie breiteten sich rund um den Globus aus und bildeten eine Art riesigen Schleier. Und das Ergebnis? Das Licht nahm drastisch ab. Die Temperaturen sanken. Die Photosynthese brach fast vollständig zusammen. Das war der eigentliche Todesstoß, denn wenn die Photosynthese zusammenbricht, können sich Pflanzen nicht mehr erholen. Und wenn Pflanzen kollabieren, beginnt die gesamte Nahrungskette an Land wie eine Reihe von Dominosteinen umzufallen. Die Klimamodelle zeigen, dass feiner Silikatstaub die Photosynthese in den ersten Jahren nach dem Einschlag massiv beeinträchtigt haben könnte. Die Pflanzenfresser waren die ersten Opfer der zweiten Phase. Diese riesigen Körper brauchten jeden Tag gewaltige Mengen an Nahrung. Doch als Wälder starben, Blätter nicht mehr nachwuchsen und weite Pflanzenflächen verschwanden, reichte die Nahrung nicht mehr aus, um diese tonnenschweren biologischen Maschinen am Leben zu halten. Einige Individuen fanden vielleicht noch vereinzelte Pflanzenreste. Einige Regionen hielten möglicherweise etwas länger durch. Aber der allgemeine Trend war nicht mehr aufzuhalten. Ihre Lebensgrundlage verschwand. Und als die Pflanzenfresser zusammenbrachen, lebten die Raubtiere nur noch von Kadavern und von purer Verzweiflung. Am Anfang mag es wie ein letztes Festmahl ausgesehen haben. Überall lagen tote Körper. Die Jäger schienen sich noch eine Weile halten zu können. Aber das war nur eine kurze Illusion. Denn auch Aas geht irgendwann aus. Und als das letzte Stück Fleisch verschlungen war, standen auch die Fleischfresser vor demselben Urteil. Es kam keine neue Energie mehr ins Ökosystem. Ökologische Modelle zeigen, ohne die Erholung der Primärproduktion, also ohne Pflanzen und photosynthetische Organismen, zehren die oberen Ebenen der Nahrungskette nur noch von den letzten Reserven einer bereits sterbenden Welt. Warum spricht man dann manchmal davon, dass manche Dinosaurier nach dem Einschlag noch eine Zeit lang überlebt haben könnten? Weil es möglich ist, dass kleine Populationen in vergleichsweise geschützten Regionen noch etwas länger durchhielten. In Sümpfen, in höheren Breiten oder in Süßwasserökosystemen, die weniger direkt von den Nahrungsketten an Land abhingen. Mit anderen Worten, nicht überall starb alles zur gleichen Zeit und nicht auf dieselbe Weise. Einige Tiergruppen wie Krokodile, Schildkröten, Amphibien oder kleine grabende Säugetiere überlebten deutlich besser. Die flugunfähigen Dinosaurier hingegen überstanden diesen kombinierten Schock nicht. Das KPG-Ereignis löschte insgesamt ungefähr 75% aller Arten auf der Erde aus. Und was ist mit der Behauptung, manche Dinosaurier hätten noch Zehntausende oder sogar Hunderttausende Jahre weitergelebt? Hier wird es sehr umstritten. Tatsächlich gab es Diskussionen über Fossilien, die in Gesteinsschichten gefunden wurden, die jünger wirkten als die eigentliche Aussterbegrenze, zum Beispiel in Nordamerika. Doch viele Paläontologen widersprechen, weil solche Fossilien durch Umlagerung aus älteren Schichten in jüngere gelangt sein könnten. Mit anderen Worten, das ist eine spannende Hypothese, aber keine gesicherte Schlussfolgerung. Wissenschaftlich vorsichtig formuliert lautet es so: Es könnte in einigen besonderen Regionen sehr kurzfristig noch kleine überlebende Populationen gegeben haben. Doch bis heute gibt es keinen eindeutigen Beweis, dass flugunfähige Dinosaurier lange nach der KPG-Grenze weiter existierten. Eine weitere große Streitfrage lautet: Waren die Dinosaurier schon vor dem Asteroideneinschlag im Niedergang? Eine Studie auf Grundlage von Fossilien aus China deutet darauf hin, dass die Vielfalt der Dinosaurier in den letzten 2 Millionen Jahren der Kreidezeit in der untersuchten Region bereits relativ gering war. Das könnte bedeuten, dass einige Ökosysteme schon vor dem Einschlag nicht mehr so stabil waren wie früher.
Aber das globale Bild ist noch längst nicht entschieden. Eine Studie aus dem Jahr 2025 zu nordamerikanischen Fossilien argumentiert, dass der Eindruck eines Rückgangs möglicherweise durch Verzerrungen im Fossilbericht übertrieben wird. Mit anderen Worten, vielleicht finden wir weniger Fossilien nicht deshalb, weil es weniger Dinosaurier gab, sondern weil Gesteine aus genau dieser Zeit schlechter erhalten oder heute schwerer zugänglich sind. Darum ist die fairste Formulierung wohl diese: Der Asteroid war mit hoher Wahrscheinlichkeit der entscheidende Schlag. Ob und wie stark die Dinosaurier schon vorher geschwächt waren, darüber diskutiert die Wissenschaft noch immer. Und genau das ist der beängstigendste Teil der ganzen Geschichte. Nicht nur, weil ein riesiger Brocken aus dem All auf die Erde stürzte, sondern weil sich die Umwelt danach so schnell veränderte, dass Arten, die die Erde 165 Millionen Jahre lang beherrscht hatten, nicht mehr rechtzeitig reagieren konnten. Nicht, weil sie schwach waren, sondern weil die Regeln plötzlich andere waren. Wenn eine Umwelt die Grenzen der Anpassungsfähigkeit überschreitet, dann kann selbst ein Gigant fallen. Kommt dir das bekannt vor? Heute steht die Menschheit keinem Chicxulub-Asteroiden gegenüber. Aber wir leben in einer Zeit, in der sich das Klima erwärmt, Ökosysteme instabil werden, das Artensterben in vielen Gruppen zunimmt und die Grundlagen des Lebens immer stärker unter Druck geraten. Der Unterschied ist, die Dinosaurier wussten nicht, dass sie am Rand ihres Endes standen. Wir schon. Zumindest sollten wir es wissen. Denn das Beängstigendste an einer Katastrophe ist nicht immer der Moment, in dem alles explodiert. Manchmal ist es das Gegenteil, dass sie langsam genug abläuft, damit sich alle daran gewöhnen. Lang genug, damit jede Generation nur einen kleinen Teil davon sieht. Und leise genug, dass man erst begreift, was passiert ist, wenn es längst zu spät ist. Eines der jüngsten bekannten Dinosaurierfossilien ist ein Hornfragment eines Ceratopsiers, möglicherweise aus der Triceratops-Gruppe, das sehr nahe an der KPG-Grenze gefunden wurde. Das zeigt, dass Dinosaurier bis unmittelbar vor der Katastrophe noch existierten und nicht schon lange vorher verschwunden waren. Es könnte in den letzten Tagen einer alten Welt gelebt haben, ohne zu wissen, dass das Zeitalter seiner Art kurz vor dem Ende stand. Und es hätte sich ganz sicher niemals vorstellen können, dass 66 Millionen Jahre später eine Primatenart mit Smartphones in der Hand im Internet sitzen würde, um über seinen Tod zu diskutieren, wie über eine Geschichte, die zugleich tragisch, seltsam und fast absurd wirkt. Die Dinosaurier starben nicht nur an einem Einschlag. Sie starben an einer Welt, die sich schneller veränderte, als sie sich anpassen konnten. Nicht, weil sie dumm waren, nicht, weil sie schwach waren, sondern weil selbst die mächtigsten Herrscher der Erde fallen, wenn der Planet plötzlich nach neuen Regeln spielt. Und genau das ist die eigentliche Botschaft dieser Geschichte. Das Ende kommt nicht immer mit einem einzigen Knall. Manchmal kommt es langsam, lautlos, Generation für Generation. Erst verschwindet das Licht, dann die Nahrung, dann die Hoffnung. Und wenn ein ganzes Ökosystem zusammenbricht, dann spielt es keine Rolle mehr, wer gestern noch an der Spitze stand. Denn die Geschichte des Lebens ist brutal simpel. Wenn die Welt kippt, wird aus dem Herrscher von gestern das Fossil von morgen.